Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Riese und Müller hat ein neues Paxter 70 rausgebracht. Wie? Schon wieder? Fragt ihr euch? Okay, es ist kein komplett neues Bike, aber das smarte System und auch die Buggy-Optionen verändern die Einsatzmöglichkeiten dieses Bikes schon ordentlich. Und wir wollen mal sehen, was es alles kann und wie es sich auch von seinen Vorgängern unterscheidet. Zunächst einmal ein Transparenzhinweis. Riese und Müller hat uns dieses Bike für ein paar Wochen ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion dieses Videos finanziell. Sie haben uns allerdings nicht gesagt, was wir irgendwie wie sagen sollen. Alle Gedanken und Äußerungen sind meine bzw. unsere eigenen und sie bekommen das Video auch nicht zu sehen, bevor ihr es zu sehen bekommt. Wir sind komplett herstellerneutral und damit steigen wir jetzt mal ein. Das Paxter 70 hat für Lastenradverhältnisse eine ziemlich bewegte Geschichte. 2016 wurde es als Arbeitstier unterhalb des Riese und Müller Load vorgestellt und wurde 2020 durch das Paxter 70 ergänzt, das allerdings designtechnisch und konstruktionstechnisch eine komplette Abkehr des ursprünglichen Paxter Designs und der ursprünglichen Paxter Idee war. Es war also jetzt deutlich näher an dem Load, als es die alten Paxter jemals gewesen sind. Und jetzt haben wir halt das Paxter 270 Control Technology Vario mit der Buggy-Option. Und die Frage ist, kann es jetzt das Load so vom Thron stoßen? Das Paxter 70 ist ein Long John Lastenrad. Das heißt, wir haben ein kleines Vorderrad, eine große Ladefläche vor dem Cockpit und dann hinten ein großes Hinterrad. Aber dank schlauen Packagings ist es für die Ladefläche-Länge knapp 10 cm kürzer als die Konkurrenz. Das Vorderrad ist zum Beispiel sehr stark eingerückt und hat nur sehr wenig Abstand zur vorderen Ladefläche. Der Abstand zwischen den Pedalen und der hinteren Ladewand ist ebenfalls optimiert und auch das Hinterrad ist wirklich so nah wie möglich am Sitzrohr. Das Paxter 70 hat einen Aluminiumrahmen und ist eindeutig als Riese und Müller Bike zu erkennen. 3 verschiedene Farben gibt es. Einmal White, dann Chili und diese hier, Urban Grey Matte. Und das Besondere bei Urban Grey Matte ist, dass die Logos von Riese und Müller Stealth sind. Und auch der kleine RX-Aufkleber hier ist in schwarz matt. Wie bitte? Was RX ist? Der RX-Chip ist ein GPS-Tracker, der mit der dazugehörigen App wirklich nahtlos funktioniert. Und das bietet euch nicht nur die Möglichkeit, dass ihr immer sehen könnt, wo sich euer Rad gerade befindet, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, Fahrprotokolle zu erstellen, Wartungsprotokolle zu erstellen und wenn euer Fahrrad geklaut wird, dann arbeitet das Team hinter dem RX-Chip auch mit der Polizei zusammen, damit ihr euer Fahrrad wiederbekommt. Und das finde ich ziemlich cool. Bezüglich der Geometrie kann man sagen, dass dieses Bike für Menschen zwischen 1,60 Meter und etwa 2 Metern gut geeignet ist. Der Sattel lässt sich mittels eines Schnellspanners einfach in der Höhe verstellen und auch der Lenker ist dank des Schnellspanners und dieser Höhenverstellung in einem großen Maß in der Höhe verstellbar. Der Einstieg ist nicht super niedrig, aber die meisten Menschen sollten trotzdem ohne Probleme hier das Bein rüberschwingen können. Bei der Bedienung gibt es keine großen Überraschungen. Wir haben hier die LED-Remote und das Kiox 300 Display. Das lässt sich aber auch noch unterschiedlich konfigurieren. Hier auf der rechten Seite ist die Bedieneinheit der Enviolo Ergon-Griffe, dann natürlich eine kleine Klingel und ein Fernlichtschalter für die Supernova Frontleuchte. Diese
Leuchte hier, die ist allerdings nicht bei jedem Bike vorhanden. Das ist nämlich die ABS-Kontrollleuchte. Dieses Bike ist nämlich mit dem neuen Bosch Smart ABS ausgestattet, das es speziell für das smarte System von Bosch gibt. Vorne und hinten sind an den Bremsscheiben solche zusätzlichen Geschwindigkeitsabnehmer enthalten und hier in dem vorderen Bereich gibt es eine kleine Box. Und durch diese Box werden die Bremsleitungen für vorne geführt. Hier ist das jetzt so, dass das halt komplett in dieses smarte System mit eingefügt wird und mit den entsprechenden Magura-Bremsen eben funktionieren soll. Was macht das Ganze? Wenn zwischen dem vorderen und dem hinteren Rad ein Geschwindigkeitsunterschied festgestellt wird, dann greift das ABS ein und sorgt dafür, dass eben die Bremse anfängt zu stottern, sodass das Vorderrad immer kontrollierbar bleibt. Dadurch dürfte das Wegrutschen des Vorderrads beim starken Bremsen der Vergangenheit angehören. Und wie gut das funktioniert, das werden wir natürlich nachher einmal testen. Was dann auch auffällt, ist, dass einiges eben nicht zu sehen ist. Die Lenkung ist nicht etwa per Zauberhand, sondern mit Seilzügen ausgestaltet, die durch diese Box und durch den Rahmen gehen, somit eben nicht verdrecken können und immer geschützt bleiben. Und gleichzeitig hat es auch noch den Vorteil, dass eben der Lenkeinschlag in beide Richtungen richtig schön groß ist. Auch der Scheinwerfer vorne sitzt nicht etwa auf dem Schutzblech wie normalerweise, sondern oben an der Box, sorgt dafür ebenfalls für dieses aufgeräumte Gesamtbild. Und auch der Ständer hier fügt sich wirklich nahtlos in die Linie beim Paxter 70 ein und sorgt im Endeffekt auch dann dafür, dass wenn man mit dem Rad unterwegs ist oder wenn das Rad fährt, der Abstand zum Boden immer gleich ist und keine Teile irgendwie groß rausragen und sich irgendwo verhängen können. Aber sprechen wir mal über dieses Kuddelmuddel hier hinten. Das ist Control Technology. Das ist die Bezeichnung von Riese und Müller für ihre Vollfederung. Vorne ist eine Federgabel verbaut und hier hinten sehen wir einen Dämpfer unter dem Oberrohr, der an einer Schwinge befestigt ist. Das Ganze ist ein Einlenker, das heißt, hier ist der Punkt, wo diese Schwinge hinten dann einfedert. Was das bringen soll, auf der einen Seite sagt es der Name so ein bisschen, Control Technology. Man soll also mehr Kontrolle über das Fahrrad haben, gerade dann, wenn der Boden unebener wird, wenn es über Wurzelwerk und über Waldwege rübergeht. Das ist beim Lastenrad vielleicht nicht so unbedingt relevant, außer jetzt hier auch mit den Stollenreifen. Ich würde es halt eher Comfort Technology nennen. Denn das ist der zweite große Vorteil. Dieses Rad fährt sich sehr, sehr gemütlich. Und das werden wir nachher auch nochmal sehen. Das Besondere allerdings an dieser Control Technology ist auch, dass Riese und Müller das seit sehr vielen Jahren schafft, es zu kombinieren mit einer Nabenschaltung und einem Riemen. Und da sind wir dann bei dem Namensbestandteil Vario. Denn Vario steht immer für den Einsatz einer Enviolo, die hier hinten auch eben mit der Vollfederung gut funktioniert, indem dieser Riemen eben über eine gefederte Spannrolle läuft und somit immer die korrekte Spannung hat, selbst wenn das Fahrrad einfedert. Und das Ganze kommt dann noch mit einem weiteren Klassiker, nämlich mit dem Gepäckträger für die vollgefederten Räder. Der ist hier vorne an zwei Punkten mit dem Rahmen verbunden und hängt dann hier quasi über dem Hinterrad frei schwebend und ist somit mitgefedert. Das heißt, wenn ihr darin Packtaschen oder so dran habt, dann rütteln die sich nicht zu Tode, sondern die sind genauso gefedert wie die Person auf dem Sattel und wie der Inhalt der Box vorne. 15 Kilogramm kann dieser Gepäckträger aushalten, ist hier mit solchen Streben ausgestattet, wo eben auch Packtaschen rangehängt werden können, dank dieser Streben auch hier unten dann nicht in das Hinterrad kommen und ein klassischer Straps hier hinten, um irgendwelche Kleinigkeiten hier drauf zu bamseln. Die Hauptladefläche ist aber natürlich hier vorne. Und da sind wir beim letzten Puzzleteil des Namens Riese und Müller Paxter 270 Control Technology Vario. Denn 70 cm sind es hier auf der Innenseite dieser EPP-Box von vorne bis nach hinten. Expandiertes Polypropylen ist das Material, was in Motorradhelmen, in Crashboxen, in sowas Einfachem wie diesen Kisten für Essenslieferdienste zum Einsatz kommt. Und das Material ist eben stoßabsorbierend, ist wärmeisolierend, ist sehr einfach zu recyceln, ist sehr leicht und lässt sich in so ziemlich jede Form bringen. Inklusive dieser Box hier und dieses kleinen Handschuhfachs, das sich hier mit einem Schlüssel öffnen und schließen lässt und das sich eignet für zum Beispiel Kleinigkeiten wie, ja, Handschuhe halt.
Für die Box des Paxter 70 gibt es diverse Optionen, sowohl für den Kindertransport als auch für den Lastentransport. Und ich habe die alle schon mehrfach beleuchtet. Es ist immerhin schon das 3. Mal, dass ein Paxter 70 hier auf diesem Kanal ein Video bekommt. Das hier ist jetzt allerdings eine komplett neue Option, die Buggy-Option. Und der große Unterschied zu der ursprünglichen Box ist das hier. Denn anders als bei der ursprünglichen Box geht die Strebe, die hier oben für die Stabilität des EPPs sorgt, nicht einmal hier quer rüber nach vorne, sondern beschreibt so ein U. Und das verändert nicht nur die Optik dieser Ladefläche vorne, sondern die komplette Nutzbarkeit. Denn die Buggy-Option ist immer diese komplette Einheit aus Box hier unten und diesem Verdeck hier oben. Und dadurch, dass Riese & Müller hier auf diese Strebe verzichtet, muss die Stabilität ja irgendwo anders herkommen. Und zwar hiervon. Denn hier ist ein Rahmen komplett von hier vorne einmal komplett rübergezogen. Das heißt, im Vergleich zur ursprünglichen Box gibt es hier sogar einen richtigen Überrollschutz. Aber das Verdeck hält noch einige spannende Optionen bereit. Erstmal könnt ihr hier sehen, dass es sich um eine komplett geschlossene Einheit handelt. Also hier kommt kein Regen rein, kein Schnee, kein Sturm. Hier vorne gibt es dann eine kleine Windschutzscheibe und links und rechts jeweils größere Scheiben, die auch komplett abgedunkelt sind. Das sieht jetzt wirklich sehr, sehr dunkel aus. Der Vorteil ist aber, dass natürlich die Sonne nicht so stark reinkommt und auch Blicke von außen nicht einfach eindringen können. Kinder, die hier drin sitzen, können aber die Welt um sie herum sehr gut wahrnehmen im Gegenzug. Wenn es dann allerdings etwas freundlicher ist, gibt es auch noch einige Optionen, mit der ihr das Verdeck etwas reduzieren könnt. Auf der einen Seite lassen sich hier die Klettverschlüsse öffnen und dann kann man diesen kompletten rückwärtigen Teil so ein bisschen aufrollen und der lässt sich dann in einer eigenen Tasche hier oben verstauen. Das Verdeck an der Seite kann dann einfach hier wieder befestigt werden und schon hat man einen richtig guten Blick hier oben in die Box rein, kann einfacher mit den Kindern kommunizieren und die haben natürlich dann auch ein richtig schönes Cabrio-Feeling hier oben. Das ist allerdings nicht das Einzige, denn an der Seite gibt es dann auch noch 3 verschiedene Optionen. Erstmal so diese komplett geschlossene Variante und die Seitentür lässt sich natürlich öffnen und wenn dann das Wetter relativ gut ist, dann rollt das hier so ein bisschen auf und hat dann so eine halb geöffnete Variante, wo ein bisschen Luft reinkommt, ein bisschen Wind, ein bisschen Sonne, aber noch nicht so super viel. Somit kann man auch bei leichtem Regen noch super fahren. Und wenn es so richtig warm ist, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, das zu arretieren. Dafür muss man das hier vorne öffnen, dann hier drin einen Straps lösen, den dann hier durchziehen und schon kann man das in die andere Richtung einrollen und hier oben verstauen. Und auf der Oberseite gibt es dann einen Klettverschluss, wo das dann rangeklettet werden kann. Und schon ist das ganze Verdeck in einer richtigen Sommerversion. Und damit ihr das noch besser sehen könnt, mache ich das kurz mal auf der anderen Seite auch. Und jetzt ist aus der Winter-Trutzburg eine richtig offene Verdeckmöglichkeit entstanden. Also ich war echt begeistert, als ich das erste Mal ausprobiert habe. Und jetzt könnt ihr sehen, dass die Öffnung auch groß genug ist, damit Kinder hier ganz einfach selber einsteigen können. Hepp! Rein! Rein! Die Hauptsitzbank des Paxter 70 ist nach wie vor grandios. Unser 5-jähriges, sehr unflexibles Vergleichskind mit sehr langem Torso sitzt hier insgesamt gemütlich drin, hat genug Platz, lässt sich sehr leicht anschnallen dank dieser breiten Gurte mit einem stabilen Gurtschloss und einem sehr, sehr großen Verstellbereich. Also selbst große Kinder lassen sich hier einfach anschnallen und dank dieser angenehmen Schulterpolster kann der Gurt auf der einen Seite nicht verrutschen, weil er hier von sehr weit oben kommt und er schneidet auch nicht in den Hals der Kinder rein. Dann haben wir hier ein sehr angenehmes Stoffmaterial, eine hohe Rückenlehne mit so einer Kopfstütze, die auch an der Seite angewinkelt ist, damit die Kinder so ein bisschen ihren Kopf an die Seite legen können. Und insgesamt ist das eine sehr angenehme Sitzbank. Der einzige Punkt ist, dass die Bodenplatte des Paxter 70 nicht ganz so breit ist wie die Sitzbank, dadurch, dass sich der Platz mit den beiden Akkus geteilt werden muss. Sowie mit einem weiteren Sitz, der hier vorne montiert ist. Hier ist die Sitzbank nicht ganz so tief und die Rückenlehne nicht ganz so hoch, aber sie ist richtig schön breit, hat die gleiche Gurtqualität wie auch die hintere Rückbank
und das sieht nach einem sehr gemütlichen Sitz aus. Allerdings müssen sich die 3 Kinder mit ihren 6 Beinen einen sehr kleinen Platz teilen. Das Tolle ist aber, dass sich diese Sitzbank, falls sie nicht gebraucht wird, nach oben klappen lässt und arretieren lässt, sodass die Kinder dann insgesamt hier unten, wenn hier 2 Kinder hinten sitzen, nochmal etwas mehr Platz haben. Aber dieser Sitz lässt sich natürlich auch dafür verwenden, um den Schulrucksack oder irgendwelche Taschen hier vorne einfach mit anzuschnallen. Durch diese Buggy-Option ist das Raumgefühl im Paxter 70 komplett verändert. Kinder können leichter ein- und aussteigen und auch kleinere Kinder können einfach aus diesem Fenster rausgucken, was vorher durch diese hohe Box für kleinere Kinder einfach nicht möglich war. Das finde ich ziemlich cool. Es ist jetzt natürlich, gerade dann, wenn diese ganzen Bänke montiert sind, nicht unbedingt Platz für eine Eurobox längs, aber dafür ist gerade mal Platz für eine Eurobox quer, beziehungsweise gerade so nicht. Das sind irgendwie 58 cm in der Breite. Wenn ihr aber eine etwas kleinere Box habt, dann könnt ihr die auch hier vorne draufstellen, wenn hier hinten 2 Kinder sitzen. Und ein super Premium-Feature habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Dafür nehmen wir mal hier unser Kind raus. Denn mit einem Handgriff lässt sich diese Bank verschieben und somit kommt eine deutlich flachere Rückenlehne zum Einsatz. Das geht natürlich so ein bisschen auf den Platz für die Füße der Kinder, aber die können sich jetzt hier richtig schön einmuckeln. Das ist eins der wenigen Räder, die so ein cooles Feature haben. Das ist dann die mittlere Position und das ist die aufrechte Position, wo es einfach am meisten Platz gibt. Und jetzt, wo wir alles gesehen haben, ist nur noch die Frage, wie fährt sich das Teil eigentlich? Und das wollen wir jetzt mal sehen. Los geht's! Es ist ein bisschen windig heute, aber wunderschönes Wetter hier in Lübeck. Und ja, hallo. Und wir haben mal das Paxter beladen. Hier jetzt mit den beiden Mitarbeitern, den Säcken. Das heißt, gut 35 bis 37 Kilo hier hinten drauf. Die Puppe ist hier noch drin, die Kamera. Und somit haben wir inklusive mir die 200 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht voll ausgereizt. Und das ist natürlich besonders spannend. Mal sehen, wie sich das Paxter jetzt fährt. Und das erste Kriterium ist, wie schnell kommen wir von 0 auf 25 mit diesem Fahrrad, auch mit dieser Belastung. So, und natürlich sind wir in der kleinsten in der größten Unterstützungsstufe, im kleinsten Gang, in der kleinsten Übersetzung und legen los. Und 25. Das geht, wenig überraschend muss man ganz ehrlich sagen, genauso schnell wie bei den meisten anderen schweren Lastenrädern. Der Bosch Performance Line CX hat einfach viel Power. Der Enviolo ist nicht die knackigste Schaltung, aber trotzdem reicht diese Beschleunigung selbst voll beladen sehr gut aus, um eigentlich an jeder Ampel ganz vorne mit dabei zu sein. Und jetzt hier so bei 25, 26 km/h, da fährt das Ganze sehr angenehm. Der Motor ist immer präsent, so ein bisschen im Hintergrund, aber selbst bei stärkerer Beschleunigung reißt er einem nicht das Ohr ab. Fahren wir hier übers Firmengelände und gucken uns an, wie es am Jerusalemsberg so funktioniert. Wir fahren eine hohe Trittfrequenz von 80 Umdrehungen pro Minute, 200 Watt Leistung etwa und wir beginnen jetzt einfach mal hier bei 22 km/h Grundgeschwindigkeit. Mal sehen, wie schnell uns das Rad hier hochbringt. 21, jetzt muss ich ein bisschen anpassen. 16,3, 16,2, steilste Stelle 15,2. Er bleibt bei über 15 km/h. Obwohl das jetzt ein schwer beladenes, schweres Fahrrad ist, ist die Geschwindigkeit hier am Berg durchaus akzeptabel und auch nach unten ist noch genug Bandbreite übrig, um auch stärkere Steigungen hochzufahren. Dann halt ein bisschen langsamer. Und jetzt, wenn ihr mal so von der Seite guckt, dann könnt ihr erkennen, dass ich eine ziemlich sportliche Sitzposition habe. Das Coole an dieser neuen Buggy-Option, an dieser neuen Konfiguration ist, dass der Lenker in jeder Stellung mit dem Verdeck funktioniert. Also bei der alten Version war es ja so, dass man, wenn man das Regenverdeck drauf hatte, den Lenker ganz nach oben stellen musste. Und das hat dann so eine recht aufrechte, aber trotzdem gestreckte Sitzposition ergeben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also ich habe jetzt hier zwar eine sportliche und nach wie vor gestreckte Sitzposition, ich greife aber weiter runter, was ich insgesamt als sehr angenehm empfinde. Von der Agilität beim Lenken ist es sofort erkennbar, dass es sich hier um ein
einfach sehr schweres Fahrrad handelt. Die Lenkung ist schwergängig abgestimmt, damit sehr sicher, also Schläge vom Boden etc. werden nur schwerlich zum Lenker durchgetragen. Also auf der einen Seite ist das halt schwergängig, aber passt trotzdem insgesamt gut zum Charakter dieses Bikes und ist halt tatsächlich sehr sicher. Auch wenn ich den Lenker loslasse, dann kippt es jetzt halt zur Seite wegen der Kamera, aber ansonsten fängt es nicht an zu schlackern oder so, sondern ist insgesamt sehr spurtreu. Und das gilt jetzt natürlich auch hier Offroad. Das ist jetzt ein ziemlich guter Weg, aber hier kann man das Fahrrad sehr präzise reinschmeißen tatsächlich. Man muss mehr arbeiten am Lenker, gar keine Frage, als bei leichteren Fahrrädern. Aber trotzdem fühlt es sich hier sehr wohl. Das erstaunt mich bei den Rädern immer wieder. Es ist natürlich schwer, gar keine Frage. Vergleicht es nicht mit einem Mountainbike. Aber es kommt hier sehr schnell durch. Und hier hat gerade das ABS gegriffen. Aber eine der wichtigsten Kategorien, auch gerade für schwere Long John Lastenräder, ist natürlich das Anfahren am Berg. Und das haben wir jetzt an dieser Stelle. Und wir sind wiederum in der kleinsten Übersetzung, die die Enviolo zu bieten hat, im vollen Unterstützungsmodus. Und mal sehen, wie gut hier die Übersetzungen mit dem Motor zusammenarbeiten. Oh, das ist tatsächlich erstaunlich leicht gewesen. Man muss hier jetzt viel Kraft aufwenden, um das Rad in einer geringen Geschwindigkeit hier hoch zu drücken. So viel Power hat der Motor dann nicht. Wir wollen mal sehen, wie das jetzt mit der neuen Berganfahrhilfe funktioniert. Also Fuß aufs Pedal, nach unten drücken, Berganfahrhilfe aktiv, Bremse lösen, dann steht das Rad. Mega cool, habe ich schon im anderen Video gezeigt. Das verlinke ich jetzt mal hier oben. Und jetzt legen wir mal los. Ja, es ist gerade für das erste Moment noch mal einfacher. Aber hier an dieser Stelle kann das Pexter sein Gewicht nicht verhehlen und auch, dass es halt nach unten rum durchaus noch etwas leichter sein könnte. Hier könnte ich mir vorstellen, dass eine etwas kleinere Riemenscheibe vorne nochmal einen positiven Effekt bringen würde, gerade fürs Anfahren am Berg oder auch fürs Hochfahren am Berg. Jetzt machen wir noch mal einen kleinen Abstecher in den Wald, weil dieses Fahrrad ist ja ein Fahrrad, das mit Vollfederung und der GX-Ausstattung kommt und deswegen machen wir noch mal einen kleinen zusätzlichen Test. Eieiei, worauf habe ich mich jetzt hier eingelassen? Erstmal hier schön durch den Matsch mit den weißen Schuhen, ne? Und ja, rutschig, aber das Rad, das fährt einfach stoisch geradeaus. Das ist das Coole auch an dem Gewicht, das ist wieder der Vorteil des Gewichts. Für die Bahngleise einmal rüber. Also Kanten schluckt es halt einfach weg. Das ist so genial mit dem Pexter. Es kommt kein Gerüttel aus der Box. Die Kinder bzw. die Last hier vorne sitzt da super entspannt drin. Aber so richtig zum Kurvenräubern, dafür ist es einfach ein bisschen zu schwer. So. Hier bei sehr rutschigen Untergründen, der Rutsch ist so ein bisschen übers Vorderrad. Wir wollen jetzt aber mal gucken, wie das ABS funktioniert hier. 25 km/h und ich lang mal voll rein hier auf Gras oder auf Blättern. 4,10 Meter Bremsweg auf Laub aus 25 km/h und komplett kontrollierbar. Das ist ziemlich cool. Und er zählt jetzt halt hier auch die Aktivierung. 3 hatte ich bisher, eben auch an dieser Stelle, wo es so bergunter ging. Das macht schon Laune. Und was jetzt auch auffällig ist und was ich jetzt mal zeigen kann, ist natürlich der Lenkeinschlag. Also wir haben jetzt hier nicht sonderlich viel Platz, aber ich kann das ganze Rad auf einmal umdrehen und auch der Lenkeinschlag ist in beide Richtungen genau gleich groß. Man braucht ein bisschen Übung, das Rad aufrecht zu halten, wenn man so eng umdrehen will, gerade dann, wenn hier Kinder drin sitzen. Und ja, gerade beim Rangieren merkt man dann doch auch wiederum das Gesamtgewicht des Bikes. Eben haben wir gesehen, wie das ABS auf losem Untergrund funktioniert und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ich wäre ansonsten auf dieser Stelle stark gerutscht, hätte natürlich gar nicht so reingelangt in die Bremse, sondern das versucht selber zu kontrollieren. Aber teilweise ist es halt so, dass man reinlangen muss und dass dann auch vielleicht nur eine Hand am Lenker ist. Also 25 km/h, wir schalten mal die Bremsübersicht ein und 2,80 Meter. Also wenn man richtig reinlangt, dann bremst das Rad richtig schnell. Der Vorteil des ABS ist, dass es die ganze Zeit kontrollierbar ist. 2,80 Meter Bremsweg ist gerade mal etwas mehr als die Länge des eigentlichen Fahrrads. Was ich jetzt auch noch mal probieren möchte,
ist, wie es sich verhält, wenn ich nur mit der vorderen Bremse reinlange. Ja, das ist ein bisschen Risiko, aber ich bin ja, also ich mache das ja professionell, ne? Ist ja alles abgesperrt und das ist so spannend, wie das funktioniert. Das Fahrrad war die ganze Zeit kontrollierbar. Nun haben wir hier auch ein Bike, das vorne verhältnismäßig schwer ist, aber 5,60 Meter Bremsweg, nur mit der vorderen Bremse, mit ABS. Es ist ein bisschen gerutscht, aber gerade das hat dieses ABS dann ausgeglichen. Und somit ist das schon ein echter Sicherheitsfaktor. Ich glaube, gerade dann, wenn ihr Räder habt, die vorne eine ganze Ecke leichter sind oder wenn ihr vorne unbeladen fahrt, dann ist bei Long John der Punkt, dass das Rad vorne halt verhältnismäßig leicht ist und somit leichter zum Rutschen kommt. Hier ist das mit dem ABS komplett kontrollierbar. Ziemlich cool. Definitiv ein sinnvolles Extra. Ja, das sind jetzt meine Eindrücke zum Fahren des Paxter 70 2 Control Technology Vario. Jetzt gehen wir ins Studio und gucken mal, wie es uns nach ein paar Wochen gefallen hat. Ich habe mir jetzt so einen leichten Schnubbi aufgesackt, weil wir das Rad natürlich mal wieder im Winter getestet haben, wie auch die beiden Paxter davor. Also das nächste Mal Riso Müller gerne im Sommer. Aber da kann man natürlich am besten sehen, wo so ein Rad schneller verschleißt, wo es richtig gut funktioniert, wo es weniger gut funktioniert. Und es war das Rad, das ich in den letzten Wochen echt am liebsten genommen habe. So, aber trotzdem gab es ein paar Punkte, die uns nicht so gut gefallen haben. Ihr findet eine komplette Bewertung anhand der Radelbande Bewertungsmatrix in Schriftform über den Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir mal aber auf 3 Punkte eingehen, die uns nicht so gut gefallen haben und dann nochmal 3 Punkte, die uns richtig gut gefallen haben. Und wir beginnen mit dem ersten negativen Punkt. Und das ist die sehr gestreckte Sitzposition. Ihr habt hier dieses relativ flache Sitzrohr, diesen relativ flachen Sitzwinkel und damit einfach sehr viel Platz bis nach vorne. Natürlich hat das Rad einen gewissen sportlichen Anspruch, aber es ist halt auch ein sehr komfortables Rad, das dann aber so ein bisschen durch die Sitzposition konterkariert wird. Ich würde mir da einfach auch den Komfortlenker wünschen, den es für die Version ohne die Vollfederung gibt, um einfach nochmal eine etwas kürzere und damit auch für kleinere Personen etwas entspanntere Sitzposition zu bekommen. Der zweite Punkt ist, Gewicht und Gewichtsfreigabe sind sich nicht ganz grün. Das Rad ist mit 42 Kilogramm angegeben, knapp, wiegt aber 62 Kilogramm. Das heißt 50% mehr als die Werksangabe. Hier ist natürlich volle Hütte, ne? Hier ist alles drin, was ihr euch vorstellen könnt. Aber mit der Gewichtseinschränkung von maximal 200 Kilogramm ist die Nutzbarkeit, gerade für schwere Leute wie mich, doch ziemlich eingeschränkt. Also wenn ich da drauf sitze und meine beiden Kinder da drin sitzen, dann kann ich theoretisch nichts weiter mitnehmen, was schade ist für so ein Fahrrad. Wobei man auch sagen muss, dass 62 Kilogramm in dieser Ausstattung noch nicht mal überbordend viel ist. Da wiegen andere Räder mit deutlich weniger Ausstattung nochmal deutlich mehr. Apropos deutlich mehr, das ist der dritte Punkt, deutlich mehr Geld müsst ihr ausgeben als für die meisten anderen Lastenräder. Ab 7.999 € geht's los und das ist natürlich sehr viel Geld. Welches Bike ich euch da empfehlen würde, weil ihr könnt wirklich einiges sparen bei dem Paxter 2, das sage ich euch gleich. Aber erstmal geht es um die 3 Punkte, die uns richtig gut gefallen haben. Das Paxter 70 fasst sich an, fühlt sich an, fährt sich wie ein echtes Flaggschiff und ein echter Technologieträger. Wenn man das Rad fährt, dann merkt man und sieht man, warum es diesen Preis hat. Das muss man einfach wirklich so sagen. Diese Kombination mit der Vollfederung, mit dem ABS, mit all der Ausstattung, die gibt es so bei keinem anderen Fahrrad. Der zweite Punkt, der uns einfach richtig gut gefallen hat, ist der Komfort und auch die damit einhergehende Sicherheit. Denn das hier ist das komfortabelste Long John, was ihr euch kaufen könnt. Egal welcher Untergrund, das Rad rollt einfach rüber, das Rad rollt über Bodenwellen, über Kannsteine, über Gullideckel, durch den Matsch. Überall macht es eine gute Figur, bremst gut, ist super im Handling und ist einfach super vertrauenserweckend. Und der dritte Punkt, der uns richtig gut gefallen hat, ist diese Buggy-Option. Das ist ein echter Gewinn fürs Paxter 70 Konzept. Sowohl optisch als auch funktional ist das doch deutlich besser, gerade für den Einsatz mit Kindern, als die normale Box. Allerdings sehe ich auch hier noch weiteres Potenzial. Mal sehen, was noch an Zubehör für diese Box dann rauskommt.
Aber für wen ist es jetzt geeignet? Und das muss man, glaube ich, in zwei Teile teilen. Einmal in die Control Technology und einmal in die Buggy-Option. Ein Lastenrad mit der Control Technology würde ich in eurer Stelle dann in Betracht ziehen, wenn ihr einfach das komfortabelste Lastenrad sucht und wenn ihr auch häufiger auf Wald- und Feldwegen unterwegs seid und das auch mal ein bisschen ruppiger werden kann oder auch die Last, die ihr transportieren wollt und müsst, etwas empfindlicher ist, weil hier in der Box kommt wirklich sehr wenig vom Untergrund an. Aber da ist natürlich die Frage, ist dann das Paxter das richtige Bike für euch oder das Load? Das Load ist in der Sitzposition, in der Auslegung nochmal eine ganze Ecke sportlicher und leichter als das Paxter. Also da würde ich an eurer Stelle einfach mal beide Fahrräder Probe fahren. Welches dann für euch besser ist, hängt einmal natürlich auch im Wesentlichen davon ab, was für eine Box ihr braucht. Und wenn wir uns dann die Buggy-Option angucken, dann ist die hervorragend dann geeignet, wenn ihr zwei Kinder mitnehmen wollt. Auch zwei größere Kinder passen hier hervorragend rein. Meine beiden Kinder haben sich jetzt natürlich im Winter mit dicken Jacken, die werden ja auch immer größer, haben sie sich dann doch ab und zu mal beschwert, aber als sie einsteigen sollten, aber dann als sie drin saßen und angeschnallt waren, war es immer sehr muckelig und sehr gemütlich. Der dritte Sitz, der ist wirklich nur dann geeignet, wenn entweder alle drei Kinder recht klein sind, sich sehr lieb haben oder aber es um sehr kurze Strecken geht. Also es ist kein echter Drei-Kinder-Transporter, sondern ich würde sagen, dass der vordere Sitz eher ein Notsitz ist, ähnlich wie ihr das zum Beispiel beim Porsche 911 habt, ne, in eurer Garage. Da sind ja auch nur zwei Notsitze hinten. Ansonsten ist die Buggy-Option aber definitiv eine Empfehlung. Ich würde aber wahrscheinlich auf den vorderen Sitz verzichten. Was cool ist, dass diese Buggy-Option jetzt auch in dem Family-Modell mit enthalten ist, das deutlich günstiger ist als alle anderen Paxter 2 Modelle. Kommt mit etwas reduzierter Ausstattung, die aber für die meisten für euch im Alltag nicht relevant sein sollte. Und ihr habt den Vorteil, dass ihr nochmal ein kürzeres Fahrrad habt, noch einmal etwas kürzere Sitzposition, allerdings dann auch wieder mit der Kettenschaltung leben müsst. Aber um nochmal zu der eingangs gestellten Frage zurückzukommen, kann das Paxter 70 so dem Load gefährlich werden oder es gar ablösen? Meine Antwort dazu findet ihr in dem Artikel auf radelbeine.de. Schreibt doch mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbeine das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann.